In diesem Airbrush-Tutorial zeige ich euch, wie ihr eine perfekte Birne sprüht. Hallo, mein Name ist Anja von Airbrush Genial. Genial einfach, los geht's! Und schon sind wir auch mittendrin im Tutorial. Ich habe hier meine Torrigon mit 0,3er Düse verwendet und ziehe jetzt gerade ein paar Holzstrukturen in das Bild hinein mit Hilfe eines Lineals. Dafür habe ich ein Sepia von Rohr und Klinger verwendet. Ich habe einen Tropfen Sepia von Rohr und Klinger verwendet plus 6 bis 8 Tropfen Wasser verwendet. Wenn es zu dünn wird, dann gebt ruhig noch einen Tropfen hinzu. Es sollte nur nicht zu dunkel werden am Anfang. Ja, die Birne habe ich jetzt hier erstmal abgedeckt gehabt, damit ich einmal unten den Schatten anlegen konnte und eben die Holzstruktur. Jetzt mache ich das genau andersrum, damit ich einmal oben den Stiel anlegen kann, auch mit demselben Farbgemisch. Jetzt geben wir der Birne ein wenig Struktur, hier erstmal unter dem Stiel sozusagen. Diese Vertiefung in der Birne, die wird ein bisschen dunkler gesprüht. Da gehe ich jetzt auch ein bisschen dichter dran. Ja, und radiere das gleich auch wieder ein bisschen aus, damit das in Form kommt. Hier nutze ich wieder einen weichen Radierstift von Faber-Castell mit der rosafarbenen Seite. Das geht ganz gut. Ich habe hier als Maluntergrund wieder das Artboard verwendet, also einen schönen Karton, auf dem man sehr gut radieren kann. Und jetzt geht es auch hier zum Formschatten der Birne. Unter der Birne ist ja noch hier der Schlagschatten vorhanden. Den werde ich jetzt auch ein bisschen eindunkeln. Alles noch immer mit demselben Farbgemisch. Wenn euch das am Anfang doch ein bisschen zu dünn erscheint, wie gesagt, könnt ihr ruhig einen Tropfen mehr Farbe reinpacken. Es darf nur nicht zu dunkel am Anfang werden. Jetzt radiere ich hier ein bisschen die Struktur aus von dem Holzuntergrund, aber jetzt auch nicht zu sehr. Es soll nicht zu detailgetreu vom Hintergrund sein, sondern eher die Birne soll ja im Vordergrund sein. Also wird die auch mehr detailgetreuer dargestellt. Jetzt werde ich die Farbe ein bisschen anlegen von der Birne. Da nehme ich das Olivgrün von Schminke und ein Sienna gebrannt von Schminke. Zuerst Olivgrün werde ich jetzt leicht drüber spülen. Das habe ich mit einem Tropfen Farbe gemischt plus 6 Tropfen Wasser. Jetzt geht es weiter mit dem Sienna gebrannt von Schminke. Dafür nehme ich auch 1 Tropfen Farbe und 6 Tropfen Wasser. Achtet darauf, wenn ihr so arbeitet wie ich, dass ihr möglichst dicht am Maluntergrund arbeitet, ja, denn die Schablone ist ja hier nur begrenzt gewesen, ne? Ansonsten lieber alles abdecken, bevor der Sprühnebel eben auf den Maluntergrund kommt, wo er eben nicht hingehört. Jetzt habe ich den Tombow Eraser verwendet, mit dem kann man super die Tropfen einmal ausradieren. Unten sind sehr, sehr starke Helligkeiten mit nach oben fließenden Verlauf. So werde ich das jetzt auch ausradieren. Und links werde ich dann noch einen sehr hellen Punkt einradieren. Dafür nehme ich gleich aber den Elektroradierer. Unten an der Helligkeit, an der Kante, nach unten hingezogen sozusagen, da wird auch noch der Schatten gesetzt von mir. Damit, das mache ich gleich wieder mit der Airbrush-Pistole und vor allem dann auch mit einem dunkleren Sepia. Ja, das nimmt jetzt ein bisschen Anspruch, also Zeit in Anspruch. Es sind hier auch gleich noch viele Konturen in der Birne drin, also die hat dann auch so kleine Pünktchen noch. Die werde ich auch teilweise dann mit dem anderen Radierer noch ausradieren, aber wirklich am besten nur so punktieren den Maluntergrund, also gar nicht wirklich radieren in dem Sinne, ja.
dass das jetzt nicht so stark wirkt, wie jetzt eigentlich oder die eigentlichen Tropfen sozusagen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Und dazwischen werde ich dann auch gleich nochmal mit der Airbrush-Pistole das Ganze übersprühen. Erstmal mit Farbe ja sowieso, aber dann auch nochmal diese kleinen Pünktchen so setzen mit der Airbrush-Pistole eben, damit das eine schöne realistische Struktur gibt. Wie schon vorhin angekündigt, setze ich jetzt mit einem Sepia auch wieder einen Tropfen Sepia und 6 Tropfen Wasser den Schatten einmal unter den Tropfen, damit das auch realistisch wirkt. Das sieht dann auch ganz anders aus, als wenn das jetzt einfach nur ausradiert ist. Aber seht selbst, dann wirkt das schon plastischer und das hat einen 3D-Effekt. Ein ganz wichtiger Pro-Tipp: Wenn ihr sehr dicht am Maluntergrund arbeitet, ja, und ihr möchtet wirklich feine Linien sprühen oder so, wie ich jetzt hier gerade die Schatten unter den kleinen Tropfen setzen, dann achtet da bitte drauf, dass der Tip Dry, also die Farbansammlung an der Nadelspitze, immer gut gereinigt ist, also dass nichts mehr vorhanden ist, weil ansonsten habt ihr hier auch die tollen Spinnenbeinchen wieder und die wollen wir natürlich auch nicht, auch wenn jetzt Halloween naht. Bei der einen oder anderen Stelle ist mir das auch passiert, dass ich nicht drauf geachtet habe, dann hatte ich direkt ein oder zwei Spinnenbeinchen, ja. Da ich allerdings nicht so viel Farbe gegeben habe, sieht man das hier auch gar nicht so sehr. Und das Coole ist, ich kann es auch sehr gut kaschieren, indem ich einfach wieder ein paar Punkte dazwischen setze, ne, weil die Birne ja auch noch diese kleinen Punkte als Struktur hat. Wie immer verlinke ich euch alle Materialien in der Infobeschreibung. Es handelt sich dabei um Affiliate-Links, also wenn ihr darüber bestellt, bekomme ich eine kleine Provision und freue mich darüber riesig. Ne? Vielen Dank an diejenigen, die das schon bereits zahlreich machen. Vielen Dank dafür. Wichtig, wenn ihr darüber bestellt, habt ihr dadurch auch keinen finanziellen Nachteil. Nochmal Werbung in eigener Sache, also wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt und euch gefällt die Airbrush-Technik und auch die Videos, ich würde mich über ein Abo freuen, ne? So supportet ihr mich, meine Arbeit und den Kanal natürlich. Vielen Dank dafür. Und jetzt sprühe ich noch ein paar Punkte und ein paar Flecken auf die Birne drauf. Ihr seht das jetzt hier. Hier nehme ich unterschiedlichen Abstand. Einmal gehe ich dichter dran, einmal gehe ich weiter weg. Ein paar Striche ziehe ich da auch noch rein, vor allem an der Kante. Dann hier den Schatten werde ich jetzt hier auch noch ein bisschen intensiver anlegen, genauso wie unten nochmal den Schatten. Ich möchte gerne noch auf einen Kommentar eingehen, ne? Also wenn ihr wirklich mal was Längeres habt oder ne, eine Frage habt, die jetzt nicht in der Kommentarleiste jetzt einfach mal so eben beantwortet werden kann, ja, dann könnt ihr mich auch jederzeit anschreiben. Die Kontaktdaten findet ihr in der Infobeschreibung, ja. Einfach mich anschreiben und ich werde dann auch reagieren, möglichst auch flott, ne, damit ihr gar nicht so lange warten müsst. Ja, und jetzt, wie vorhin eben erwähnt, nutze ich den Elektroradierer, um auch die ganz starken Helligkeiten hier, diesen Lichtpunkt auf der linken Seite zu setzen. Und jetzt nehme ich auch wieder den weicheren Radierer von Faber-Castell, damit ich jetzt auch den radierten Verlauf eben setzen kann. Ja, auf der Birne setze ich jetzt auch nochmal die Punkte dazwischen, also zwischen den Regentropfen bzw. Wassertropfen, um da einmal mehr Struktur noch reinzubekommen. Aber da tippe ich wirklich nur sehr leicht mit dem Radierer auf dem Maluntergrund. Wenn ihr feststellt, ihr habt mal ein Tutorial hier auf dem Kanal, ein Airbrush-Tutorial gewählt, womit ihr noch nicht am Anfang so klarkommt. Das ist gar nicht schlimm, das ist auch vollkommen normal. Ja, wenn man Anfänger ist, dann steht man halt am Anfang und das bedarf auch hier viel Zeit, bis man die Pistole auch tatsächlich beherrscht. Deshalb sucht euch auch dann am besten etwas aus der
Basic-Playliste raus. Am besten, wenn ihr wirklich ganz am Anfang steht, empfehle ich euch hier die Kugel. Sprüht die einmal nach und dann steigert ihr euch langsam. Hier das beste Airbrush-Tutorial, ne, hier mit der Birne. Könnt ihr dann auch gleich weitermachen nach der Kugel. Das ist auch ein Anfänger-Tutorial sozusagen. Ist es grundsätzlich hier sowieso auf dem Kanal, ne, aber das eine mehr und das andere eben weniger. Und gebt euch wirklich am Anfang viel Zeit. Also es wird vieles am Anfang auch nicht klappen. Ihr werdet am Anfang auch nicht zweimal dieselbe Linie treffen. Ne? Es werden Spinnenbeinchen kommen, die Pistole wird dann verstopfen. Das ist alles am Anfang normal. Ne? Schritt für Schritt. Wenn ihr Fragen habt, dann wirklich auch fragen. Dafür bin ich auch hier da und dann helfe ich euch da weiter. Ja, und wenn ihr jetzt noch immer nicht genug habt von der Airbrush-Technik, es geht jetzt hier schon zum Ende zu, dann schaut euch unbedingt die tollen Tierporträts an und viel Spaß beim Nachmachen. Bis gleich!